Wieder. Mit Verbrechen und Bestrafungen. Und Elex 2 ist nicht so geil wie Elex 1, also ähnlich wie Gothic 2 und 3. Ist auch schade, ne? Weil Gothic und auch Elex machen schon übertrieben Laune. Schade, dass sie es dann quasi verkackt haben, ne? Muss ich mal eben hier bei mir selber wieder zum Laufen bringen. Sondern zeige ich euch jetzt mal, wie Fälle gelöst werden. Neues Spiel. Wollen Sie wirklich ein neues Spiel starten? Ihr gesamter Fortschritt geht dabei verloren. Ja. Mir doch egal. Im Gedenken an die himmlischen 100 der Ukraine. Guck mal, das Spiel ist aktuell wie eh und je. Der schwarze P... Oh, der kann auch eine andere Farbe haben. Ja? Holmes. Ich hole mir mal eben was zu trinken. Durstig sind wir. Aber richtig Obacht. So. Und ihr seht gleich, warum das... Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? You... Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try?
Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Merry Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone, then. My analysis table. It is useful for my work. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. This is where I keep my post. My archive. I can always consult with it. My archive. I can always... Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Ist jetzt besser? Komisch. So, Schuhabdruck. These footprints appear to be quite large. Also hat man mich die ganze Zeit nicht gehört, das ist bitter. So, jetzt haben wir nämlich so einen Beweis.
Feuchten Gartenboden habe ich nicht identifizierbare Fußabdrücke gefunden, Schuhabdrücke, bla bla. Wie komme ich jetzt in dieses eine Menü rein? Da! Das ist halt das Coole. Das habe ich eben probiert zu erklären. 5-mal. Die ganzen Beweise, die man sammelt, kann man hier kombinieren und dann entstehen durch den Synapsen so Verbindungen, wo neue Beweise entstehen. Aber die können auch falsch sein, wenn du falsche Sachen kombinierst. Kann auch passieren. Und dann kommst du auf eine ganz falsche Lösung oder eine andere Lösung. Und das ist halt echt cool. Sie haben noch nichts hergeleitet, ja, weil ich noch keine Hinweise habe. So wirklich. Und das mochte ich so mega an diesem Spiel. It seems that the garden was well maintained. So, Garten sieht gepflegt aus. Okay. Ja, hallo? Ach so. It seems that the garden was... Was heißt denn das X? Ja, ich hab den Beweis, aber was heißt das Symbol? Ach, er fragt. Schuhabdrücke, Gegenstand These benötigt. footprints. Ah, da brauche ich bestimmt irgendwie Gips oder so, würde ich vermuten. Aber gehen wir erstmal zu Lestrade. It seems that the garden was well maintained. Ist hier irgendwas? Ja, eine Sequenz. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Erstmal machen wir es so. Jetzt sehen wir rechts, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen, die sind so geblurrt. Und jetzt kann man sie sich ansehen. Und so gucken, Hinweise zu ihr sammeln. Wie zum Beispiel hier. Ein Kameh. Was auch immer ein Kameh ist. Katholischer Rosenkranz. Baummeise. Okay. Gartenhandschuhe. Ein Hinweis fehlt uns noch. Ja, hier. Charakteranalyse abgeschlossen. So, wir wissen, sie ist wahrscheinlich die Gärtnerin, würde ich sagen. Die Frau, die kümmert sich um den Garten. Kameh, katholischer Rosenkranz, Niska? Ja, vermutlich. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Typisch Bob. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Wann wurde die Leiche Do you gefunden? remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is jetzt very sagen, dass sie die large and Gärtnerin well ist. maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took Okay, care of it oder der Mann himself. selber. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that?
Oh. Woher weiß ich über Plymouth Bescheid? Beweise durchgehen. Ups. Woher weiß ich darüber Bescheid? Führt aufgrund sie ist eine hochreligiöse katholische Frau. Upsala. Irgendwoher muss ich ja Bescheid wissen. Hä, wo? Okay, Aufgaben. Okay, hier sind die Beweise. Sie ist eine hochreligiöse katholische Frau, die in jungen Jahren eine Pilgerreise auf den Jakobsweg gemacht hat. Der Garten sieht also gepflegt aus, hier muss ein Gärtner sein. Im feuchten Gartenboden habe ich nicht identifizierbare Schuhgröße, sie stammt vom Täter. Womöglich vom Täter. Vielleicht kann ich ein paar Stiefel finden, die zu den Abwürfen passen. Er war einfach Skandinavier, er setzte sich zur Ruhe und zog... Ich habe keine Ahnung, was Plymouth überhaupt ist. Fuck! Ich scheitere ja jetzt schon. Okay, woher weiß ich über Plymouth Bescheid? Profil des Opfers? Gepflegter Garten, Pilgerfahrt. Ich weiß nicht, was Plymouth ist. Plymouth. Was zum Fick ist Plymouth? Ist eine Stadt oder was? Aber für was ist die denn berühmt? Ich bin doch kein Engländer. Eine Hafenstadt. Wo zum Fick weiß der denn jetzt, dass die eine Hafenstadt waren? Ich bin zu blöd. Ich scheitere jetzt schon. Profil des Opfers? Lass nochmal Beweise gehen. Er war ein erfolgreicher Walfänger in skandinavischen Gewässern. Ich denke mal, deswegen weiß er das Profil des Opfers. Es war falsch. Wählen Sie die richtige Antwort aus. Ach so! Tut mir You leid! have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I Wenigstens believe gibt it mir will be die less of a burden Tutorial-Mission for noch you eine... soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Ach, Yes, Mr. Ihrer Holmes. Return auf Plymouth. Oh my goodness. Ja, aber was How weiß do ich, you was know denn in that? Plymouth ist? Anscheinend eine Pilgerreise, oder? You undertook a pilgrimage Wo- to the ich weiß doch nicht, Cathedral dass in of Plymouth so Santiago eine de scheiß Kirche Compostela ist. when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Danke. Habe ich gut im zweiten Versuch Thank you, gelöst. madam. Vielleicht noch was mit dir Who reden? could do such a thing? Nee, okay. My poor husband. Mr. Holmes? Jo. Okay, dann untersuche ich erstmal das Haus. Ist ein Tutorial. So ein halb. Also. Ich habe schon hart rein. Aber jetzt mal ehrlich, woher soll ich denn wissen, dass Plymouth. Komm, ey. Moment, ich kann hier gar nicht rein. Hat er nicht gesagt, er steht? Ach, da hinten steht er. Oh, wir können rennen. Das ist gut. Das Vorstellungstalent hilft Ihnen dabei, Objekte und Ereignisse zu visualisieren, nur in bestimmten Situationen. Okay. Solange mir das Spiel nicht sagt, ich soll es machen, dann mache ich es auch nicht. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Danke. Dann lass mich das mal ansehen, Freunde. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Okay, jetzt kümmern wir uns drum. Tür.
Türschloss. Wahnsinn. Kratzer, aha. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Ja, sieht aus, als hätte er Now, a Spiegel. mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Okay, wir öffnen. Das sieht schmerzhaft aus. What a terrible way to die. So, Regal. Verdächtig leere Stelle. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Regal haben wir haben da einen Beweis. Der muss im Staub von einem Regal, was weggenommen wird, größer Buch erfragen. Da fragen wir die Frau gleich. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Ist das auch ein Beweis gewesen? Harpoons for hunting whales. Aha. Peter Stiefel. Carey's boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. Hey, wir haben seine Schuhe, dann können wir nämlich festhalten. Na, hier. Manche Beweise können Sie in Ihren Ermittlungen einsetzen. Die werden mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet. Aber was heißt dieses Symbol? Das ist klar. Fragen. Ach, verwenden! Ja klar, ich weiß ja auch wo. Ne? Verwenden wir dann. Haben wir hier schon was? Ach, guck mal hier. So, jetzt kann man so die Dinge verbinden. Okay, mach ich, wenn ich mehr Dinge habe. Someone drank from this glass recently. Drehen Sie den Gegenstand beliebige Richtung sorgfältig um neue Details. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Ja, mach auf! Soll es aufmachen! Geht doch. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Drehen und bewegen Sie die Elemente, um ein klares Bild über Assoziation und Aroma zu erhalten. Das wird doch ein Schiff, oder? So. So. Scheiße. So! Nee. Kacke. Ja, ich bin gut in sowas. Es muss ja irgendwie so ein Schiff ergeben. Eigentlich muss es doch so sein, aber wie kann ich denn... Ich will es nicht überspringen, ich will es hinkriegen. Aber das ist doch hier der Arsch des Schiffes. Es muss doch irgendwie so sein. Aber dann passt das mit da oben nicht. Ich kann nur die Analogsticks benutzen, ne? Ist es so rum vielleicht? Ja, das ist Quatsch. Mein Gott, also es muss ja eigentlich so sein.
Oder versteife ich mich jetzt zu sehr auf dieses Schiff? Ich bin echt zu blöd dafür. Oh mein Gott, ich kann die bewegen? Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Wow. Aber so rum ist auch falsch, ne? Muss ja so sein eigentlich. Irgendwie passt das gefühlt gar nichts hin. Was ist denn das für eine Scheiße? Bin ich wirklich so blöd? Hä? Ich krieg's echt nicht hin. Ich kriege es echt nicht hin. Bin wirklich... Aha. So? Nee, ne? Es wird besser, glaube ich. Shit. Komm, so ist doch schon. Komm, das ist es doch. Ich hab's doch. Das ist doch jetzt... Ja, wir haben's! Yes. This is a course 10 Minuten vehicle, gebraucht. quite strong and very popular among sailors. Rum, a sailor's drink. It seemed that Schwierige Captain Geburt. Carey was enjoying a drink before he met his death. Ja, wir können erfragen. Tabakbeutel aus Robbenleder. Die Initialen, okay, aber jetzt erstmal die Leiche ansehen, logischerweise. Okay. Fangen wir an. Drehen Sie den Gegenstand. Erstmal hier. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Oh. These abbreviations mean something, but what? So, jetzt haben wir hier nämlich... Jetzt können wir hier was herstellen. Das Notizbuch können wir mit den Einbruchsversuchen vielleicht verbinden. Dann haben wir hier was. Auf die Lauer legen. Heute gilt sich auf die Lauer zu legen, um zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch wagen wird. Ha! Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense.
This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Okay. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Sonst ist hier, glaube ich, nichts weiter im The ship's... The ship... Okay. Gehen wir mal jetzt durch, was wir haben. Wir können über 2 Sachen fragen. Wir können das mit den... Oder fangen wir hier an. Abgeschlossen. Suchen Sie sich ein Versteck. Der geheimnisvolle Einbrecher könnte heute Nacht versuchen zu beenden, was er vergangene Nacht begonnen hat. Ja, okay, aber ich will erstmal hier noch ein paar Infos herausfinden. Lange Jahre kommandierte er das Walfangschiff Sea Unicorn. Okay. Ah, hier ist noch eine Karte. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Wo hast du das nur erkannt? Am Wal? Gehen wir erstmal. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long Nee, ich will aber noch ein night paar ahead Sachen of us. untersuchen. Wehe, das... Okay, ist noch nicht. Sehr gut. So, ich will nämlich erstmal hier testen. Die Fußabdrücke, ob die zu den Schuhen passen. These boots Aha. don't match the footprints. War also ein anderer hier mit einer größeren Schuhgröße. Haben wir jetzt auch als Beweis. Stimmen nicht mit den Abdrücken im Garten überein. Das heißt, eine weitere Person war hier im Garten. Wir müssen noch mit den Umrissen fragen und mit dem Tabakbeutel. Da fragen wir am besten natürlich die Frau. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Aha. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Aha. Thank you, madam. So, jetzt wissen wir nämlich... Wo ist es denn hin? Wir wissen es doch nicht. Können wir denn schon Sachen verbinden? Was haben wir für Hinweise? Peter raucht nicht, aufgespießt an der Wand, fehlende Blechkiste. Vielleicht der Einbruchsversuch mit der Blechkiste? Nein. Mit dem Gärtner? Nein. Mit raucht nicht, mit aufgespießt? Nein. Nee, da können wir noch nichts mit verbinden, ne? Nee, man kann nichts miteinander verbinden gerade. Okay, wir haben eigentlich nur, wir müssen uns auf die Lauer legen. Ich meine, ist ja auch die nicht Tutorial, aber ist die erste Mission, wo man an die Hand genommen wird. Von daher...
We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. So, This looks like the perfect hiding place. Shh. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Ich bin direkt hinter Ihnen. Erstmal nochmal ins Haus laufen müssen. Mr. Holmes? All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? Then what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but Ja, das I passt zum didn't- Notizbuch. Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Haben wir noch neue Herleitung jetzt? Nee, ne? Nö. Mal eben mal gucken, ist wegen der Arbeit. Kann ich mich hier irgendwie eintragen oder wie geht das? Ich kann mich aber nicht eintragen. Irgendwie klappt das nicht. Hilfe! Schreibgeschichte Ansicht. Achso. Tippen Sie auf das Symbol. Okay. Da werde ich mich auf jeden Fall eintragen. Da werde ich mich eintragen. Redaktionsteam Schulprogramm. Was auch immer das heißt. Werde ich mich auch eintragen. Zack. Keine Ahnung, ey. So, weiter geht's.
habe ich das schon mal erledigt. Fortfahren! Verdächtigen verhören. Mr. Holmes? Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Wir schauen uns natürlich vorher seine Wertsachen an. Naja, bevor wir mit ihm reden, macht das erst Sinn, seine Sachen anzusehen. These are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. And partner, 1883. From R. Dawson. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. These abbreviations. Okay, wir können ihn zum Messer fragen. Was ist das? Im Archiv. Okay. Ach so, deshalb. Verhören Sie. Okay. Wir fahren jetzt zu uns nach Hause quasi und schauen mal im Archiv, wer dieser Dawson ist, bevor wir mit den Typen da reden. Wir haben auch noch keine neuen Herleitungen. Nee. So, wer ist Dawson? Einen neuen Brief? This is where I keep my post. Nach Dawson. 1983 so. So, ein schwerer goldener Ring mit der Gravur von R. Dawson für meinen Freund und Partner. Dawson und Nelligan pleite wird's ja wohl sein. Dawson und Nelligan Investmentsfonds pleite, Nelligan verschwunden. Der Dawson und Nelligan Investmentsfonds, eine regionale Bank mit Sitz in Cornwall, hat nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird in Kürze aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23. größte Bank in England und der Konkurs ist der zweitgrößte der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Zuletzt wurde dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von Kritikern gesucht. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the Der junge murder. Mann ist wohl der Sohn von diesem Nelligan, ne? Ist ja auch ein Nelligan. My archive. Upsala, falscher Knopf. Wir fahren jetzt zu Scotland Yard. Und dann werden wir mit dem jungen Mann mal reden. Tacheles! Ne, was soll das denn? Ah ne, hier sind Leichen. Hier will ich nicht. Noch haben wir keine Leiche. Die wir da haben. Locked. Locked. Ist er hier? Mr. Holmes? Ist er hier drin? Ah, da ist er. John Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. Aha. I am aware that it Oh, ich had muss a ihn noch bad untersuchen, dann ending. habe ich ganz vergessen. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time.
He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything Oh, ist der on board. ermordete Typ Thank you vielleicht for der the Vater, story, der Mr. untergetaucht Nelligan. ist? At last, we are making some progress. So, jetzt schaue ich mir ihn erstmal an. Schäbige Mütze. Flicken. Teurer Stoff. Feine Knöpfe. Pimmel. Hornhaut. Narben. Hä? Dünner Hals, okay. Okay, ich habe irgendwas übersehen. Irgendwas an den Ärmeln. Das zweite Wort ist Ärmel. Da. Kurze Ärmel. Das ist ein Anzug, der passt ihm nicht. Würde ich jetzt sagen. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Er hat schon immer mehr gehört. Ring mit Gravur. Das ist doch der Ring des Vaters. Jacke des Vaters macht ja keinen... Ah, Moment, der hat den in der Jacke gefunden, oder? Das ist doch die Lösung. Ist es nicht? Fuck! Hä? Dann Ring mit Gravur. I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Also es ist meist dann doch immer die einfachste Antwort. Ich darf nicht zu viel nachdenken. Is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Der Ring gehört dem Vater genau wie die Jacke who is the true owner of the ring? The ring is mine. Hä? 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 War das nicht dieselbe Frage wie eben? The ring is mine. Okay, dann ist jetzt aber richtig Jacke des Vaters. No, Mr. Nelligan. I believe Ich war that the einfach ring schon einen had Schritt belonged weiter to your eben. father. Das wollte ich direkt Oh, sagen. but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You Ist do aber not direkt seem drauf to me gekommen. to be a rich Das man, Spiel hat mich Mr. nur Nelligan. gekoppblockt. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Ja, weil ich ein richtig schlauer Dude bin. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Ja, der war auf demselben Boot oder es ist sogar dieselbe Person. So, ich soll jetzt die Logbücher untersuchen oder was?
Neue Beweise, logischerweise. Die Jacke, ne? Jacke des Vaters. Aber wir können neue Herleitungen machen. Schnell gehandelt. Peter Carey hatte 2 Messer, er hatte keine Zeit, den Mörder in Elegance Notizbuch. So, da haben wir unsere erste. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass damit ein Mensch aufgespießt wird. Denn wir haben die Verbindung gemacht. Er hatte ein Messer, konnte aber nicht schnell genug reagieren. Weil er anscheinend mit der Harpune aufgespießt wurde. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Oh! Was haben wir hier? Notizbuch. Die Einbruchsverschwendung, um das Notizbuch zu holen, das im Blut des Opfers las. Es könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, der Mörder ist. Also. Ne, sonst haben wir alles mit einem schon kombiniert, ne? Aber jetzt haben wir hier schon mal ein Notizbuch, sollten wir holen. These are the suspects below. These abbreviations. Ja, okay. Wir können aber nichts damit machen. Dann machen wir erstmal das Experiment. Das Schiffslogbuch. Wir machen erstmal das Experiment Baker Street. Und dann holen wir das Schiffslogbuch. So, wo ist er denn? Ja, was war da denn? A map of London and the surrounding area. It could be useful. Was man hier noch so machen kann eigentlich. My analysis table. It is useful for my work. Ne? Okay, dann erstmal jetzt hier Experiment machen. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ein Schimpanse. Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Well, thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Okay, wir gehen jetzt Schweine Wonderful. aufspießen. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Okay, dann holen wir uns mal I ein need to Schwein. take a harpoon with... Ich muss eine Harpune mitnehmen. Okay, dann holen wir uns erst eine Harpune. That should do it. Und wenn Now wir schon mal I'm hier sind, ready können wir for auch die the Logbücher experiment. direkt mitnehmen. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Aha. Canadian Pacific Railway,
CPR, a torn piece from a bond Ja, certificate. die wird I im have Notizbuch seen this stehen. abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Okay, wir müssen einen beauftragen, um die Seemänner herauszufinden und verwenden. Ich denke, das müssen wir mit dem Notizbuch machen, ne? Ah, falscher Knopf. Wir machen erstmal das Harpune-Experiment. Gehen wir zum Metzger und schmeißen das jetzt auf ein Schwein. Geil. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise, yet. Holmes, you Mal should auf ein aim for Schwein. the mark in order to perform the most reliable test. Komm, das krieg ich ja wohl hin. Ich weiß nicht, was ich drücken muss. Okay, A. Okay, verstehe. The Okay, das war harpoon nicht has so struck the gut. body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Den müssen wir nochmal machen. Komm, das war schon gut. Ja, das war gut. Das This reicht. is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. Oder But er war before we go, trainiert. I suppose Seemann. I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. So. Nötige Kraft mit aufgespießt an der Wand, ne? So, und jetzt müssen wir uns entscheiden, was ist vorgefallen. Also, entweder es bedarf einer viel größeren Kraft als die einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist auch Training erforderlich. 2 Personen könnten zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Oder war es ein Glückswurf? Es besteht geringe Möglichkeit, dass es einer untrainierten und durchschnittlich kräftigen Person gelingen könnte, ihn an der Wand aufzuspießen. Ich sag große Kraft. Ich meine, das kann man auch noch ändern. Aber das ist erstmal der Way to go, glaube ich. Sonst habe ich nichts, was ich verbinden kann, ne? Ne. Also ein Glückswurf wird es schon nicht gewesen sein. Was muss ich jetzt machen? Wiggins, John. Ja, dann gehen wir mal zu. Ah ne, wir gehen erstmal nochmal zur Asservatenkammer bei Scotland Yard, ob ich jetzt dieses Logbuch mit dem Notizbuch verbinden kann. These are the suspects. I wonder if these are Aha, connected. können wir. Ah, das Wertpapier. CPR.
Haben wir irgendwie CPR? Da ist es Now doch we schon. have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Jetzt haben wir nämlich schon wieder eine Herleitung. Die fehlenden Wertpapiere mit der fehlenden Blechkiste bestimmt. In der gestohlenen Blechkiste befanden sich kostbare Wertpapiere. Aha, und mit dem Notizbuch haben wir einen neuen Nelligans Motiv. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv. Aber glaube ich nicht, dass der das war. Kann ich das hier noch ändern eigentlich? Hinweise? Fehlende Wertpapiere mit... Ne? Und guck mal, wenn wir die Hinweise anders verbinden, dann kriegen wir andere Dinger. So, die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wieder zu holen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube nicht das. Nelligan war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters. Deswegen war er da. Der hat aber nicht den Alten da umgebracht. So. Und wir können immer noch sagen, okay, möglicherweise war John Nelligan, der die Wertpapiere stahl und hat ihn umgebracht. Oder, und das glaube ich jetzt durch unsere Herleitung, er war selber Opfer. Und er passt weder vom äußeren noch psychologischen Profil als Mörder. Plus, er hat auch nicht groß genug Schuhe, glaube ich. Ich glaube, Nelligan ist unschuldig. Zack, das haben wir jetzt hergeleitet. Und jetzt gehen wir... Ah, wir können noch... Was können wir da fragen? Ach stimmt, wir können Nelligan jetzt in Wertpapieren fragen. Wir glauben nämlich auch, dass er unschuldig ist. Vielleicht wird er uns dann helfen. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Nee. Wertpapier. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. Peter Carey ist der untergetauchte Vater von ihm. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go! I'm innocent! Kann ich noch mit ihm reden? What am I doing here? So, aber ich hätte jetzt auch sagen können, hier, er ist schuldig und gesagt, jo, er war's zur Polizei und dann wäre das Spiel vorbei. Ja, nicht das Spiel, sondern der Fall und er wäre halt einfach im Knast. Ende. Aber das passt halt nicht wegen der großen Kraft und so. Ach ja, Baker Street wollen wir. Wir müssen unsere obdachlosen kleinen Kinder losschicken. Das ist so Sherlock Holmes Special-Fähigkeit. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Jeder Believe Polizist me, braucht you'll seine receive more obdachlosen useful Kinder. assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Oh, Doggo! Fuck, ich wollte zum Doggo eigentlich. Wiggins, could you come upstairs, please?
At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang, he can, as his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just gotta look where the rum and the red lights are. Das ist ein bisschen... Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Jetzt werde ich erstmal den Hund streichen. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Oh, ah! Was ist das denn? Ich will nicht. My analysis table. So, Aufgabe ist im Grunde, ja, Lestrade. Ne, wir müssen zu Lestrade. Es war klar, dass das Kind das nicht ist. Auch metamäßig, dann wäre der Fall ja viel zu schnell vorbei. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. At your service, Mr. Holmes. Also, erstmal natürlich die persönlichen Gegenstände ansehen. These are the suspect's belongings. Hier die Liam Stiefel nehmen wir Hurtley's mit. old boots. They're a size 9.5. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. Heißt, wir werden jetzt erstmal... Wir werden erstmal gucken, ob die Schuhe passen zu denen im Garten. Und danach werden wir den Brief analysieren. Wo sind denn die Schuhabdrücke da? Oh, die passen ja genau. Wer hätte das gedacht? Exactly. Im Tutorial-Fall. So, jetzt können wir nämlich eine Herleitung machen. Hurleys ungeklärte Anwesenheit. Neben Hurleys Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodman's Lee, was beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carey behauptet, es gebe keinen Gärtner. Aha, wenn er also behauptet, er sei ein Gärtner, am Arsch. So, jetzt gehen wir erstmal den Brief untersuchen. A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more... Brief war ja hier. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain Oh order Gott. to perform a chain reaction.
Was? First condition. All 7 reagents should be used. Okay. Second condition. Orange reagent should be the 3rd one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Oh mein Gott. Oh, also die blaue und dann müssen 2 dazwischen sein. Bei der orangenen kommt dann die weiße. 1, 2. Ach, das geht ja auch anders. Warte mal. Oh mein Gott, ist das scheiße. Okay, das muss 6, 7 sein. Oh, kann ich irgendwo einen Notizblock machen? Oh Gott. Okay, das muss 6, 7 sein. Dann muss das 6, 7, muss das 5, 4 sein. Ich glaube, ich hab's. Blau. Grün. Blau. Jetzt kommt Orange. Dann Weiß, Orange, Weiß. Weil dann war doch immer Blau 3 vor Orange. Und Weiß war immer nach Weiß. Und Weiß war immer nach Orange auch. Das ist es doch. Ich bin schlau, oder? Done. Now Ich I bin can der proceed further. Schlauste! First try! Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Da kann man auch schon mal sagen, ich bin der schlauste Mensch der Welt. Willst du mich verarschen? Ich hab doch jetzt I alles. did as you Okay. asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Ich habe sie gut versteckt, da geht es wahrscheinlich um die Blechkiste, ne? Bitte überlege es dir, Chuchu, und ich erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrloses... was? Ich habe nichts Ehrloses getan, für das du mich... Okay, dann gehen wir jetzt zu Hurley. Das war falsch. Ich drücke immer noch die falsche Taste. Mann. Okay. So. Also wir wissen, Hurley hat für irgendjemanden was versteckt. Das heißt, da ist ja noch jemand involviert. Irgendein Seemann. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect Komm, das in a Rätsel habe ich murder schon gut case. gelöst gerade. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. Der ist aber auch but zu you're not schwach getting any dafür. more than Die haben ihn that. zu zweit umgebracht. Well, we shall see. Erstmal schauen wir ihn uns an.
Aha. Alte Narbe. Taschentuch mit Haubenmeise. Haben wir die Haubenmeise nicht schon irgendwo gesehen gehabt? Ja, im Garten bei der Ollen, ne? Pflanzenreste. Hände eines Gärtners. Okay, der ist Gärtner, aber der ist nicht der Gärtner der Familie, wenn er das behauptet, weil die Frau hat gesagt, die haben keinen Gärtner. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Das ist eine Lüge. Das können wir auch locker dingsen. Ne, seine Stiefel passen. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Was hast Now du that your dazu? presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Warum sollte ich dorthin gehen? Das ist eine gute Frage. Gärtner macht keinen Sinn und gepflegter Garten. Die Stiefel passen macht auch keinen Sinn, das hatten wir eben. Tabakbeutel, was hat denn der Tabakbeutel damit zu tun? Und der Ring mit Gravur auch nicht. Keine Ahnung. Ring mit Gravur ist... Ja, falsch. Stark. Ja, das ist doch nicht nochmal die Now that Schuhe. your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? Ist der Tabakbeutel von I ihm don't gewesen? remember. Vielleicht What would sollte I ich be mir mal doing there vorher mal die anyway? Beweise durchlesen, bevor ich da eine Kacke mache. Warte mal. War der Tabakbeutel von ihm? PC. Aber der Tabakbeutel hat da auch nichts mit ihm zu tun. Dem Hörtmeister Frenner, der vorbei, weil er zu später Stunde... Nee, er ist ein ehemaliger Soldat, der nach einer Nackenverletzung durch einen Granatsplitter ehrenhaft aus dem Dienst entlassen würde. Ja, aber Gärtner ist doch nicht die richtige Antwort. Gärtner? Because you are the gardener Hätte... at Woodman's Die Lee. Frau hat doch gesagt, es gibt keinen I'm Gärtner. not. How did you... I observed your hands. Ich They weiß, told dass me er ein that you Gärtner work ist, with the aber earth. das macht doch Small jetzt keinen Sinn. fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. all right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Das macht doch keinen Sinn. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Ja, das wissen wir ja hier. Wo ist der Brief da? I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Chemie habe ich auch gelevelt. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Also sorry, das macht doch keinen Sinn. Wieso sollte die Frau mich anlügen, indem sie gesagt hat, es gibt keinen Gärtner hier? Okay, wir haben auch noch keine. Logischerweise noch keine neuen Hinweise. Macht von vorne bis hinten noch gerade keinen Sinn. Warum sollte die Frau lügen? So, ich rede jetzt mit der Frau da, dann boxe ich sie.
Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that Siehste? name. Oder sie lügt. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. Let's see what could be hidden here. Okay. Ah doch, ich soll das machen. Ach da. Schuppenboden, Holzboden, loses Brett. Zack. Aha. Let us see what is in this Oh box. nein. Was muss ich denn da machen? Okay, ich muss diese Teile drehen. Was ist denn das Grüne? Da. Okay, wie geht das? Aha, so. So sieht's doch irgendwie logisch aus, ne? Zack, so, oder? Ach komm schon, als ob das nicht richtig ist. Das passt doch. Es passt doch, genau. Geht doch. Ich bin der Größte. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey Oh! were in a relationship. That is Deswegen hat die interesting. Olle gesagt, sie kennt den Gärtner nicht. Was ne Fotze. Mein geliebter Liam. Sagen nicht, ich kenne, warst du immer so gut zu mir. Ich kann meine Gefühle nicht mit Worten ausdrücken, aber ich denke, sie sind voller Sünde und führen zu nichts Gutem. Ich habe Angst davor, was passieren könnte. Ich habe Angst davor, gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Ich danke dir von tiefstem Herzen für dein Gute, aber ich kann den Mann nicht verlassen, mit dem mich der Allmächtige zusammengebracht hat. Es ist ein göttlicher Wille und daher ist mein Mann das Kreuz, das ich tragen muss. Es macht mir das Leben zwar zur Hölle, aber mit der Zeit heilen die Wunden. Sorge dich bitte nie um mich. Was ne Hure. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Ey, das macht keinen Miesen. Ich habe gerade deine Briefe gefunden. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. Pack dein Kreuz weg. You believe Dirne. that he killed your husband? No, I do not know. I do not Ah, der hat know. ihn nicht, Leave me der hat alone. ihn nicht umgebracht, glaube ich. Ist noch irgendwas mit der Story, Thank you, mit madam. dem... I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. So, wir haben die Brief... Wir haben Julie Carys Geständnis, bricht in Tränen aus, sagt, dass sie Hurtley nicht verzeihen könnte, auch wenn sie ihn weiterhin liebt. So, harmloser Freund. Es bestätigt, dass Liam Hurtley mit Peter Carys Frau geflirtet hat, in sie sich verliebt hat. Allerdings ging das Ganze nicht über zärtliche und harmlose Gespräche hinaus. Mit der ungeklärten Anwesenheit haben wir dann Hurtleys unschuldig. Er war in der Mordnacht da, weil er als Gärtner arbeitet. Oh, falsch gedrückt. Ich glaube, wir können nämlich noch mehr machen, genau. Die Briefe und das Geständnis. Und jetzt haben wir die Wahl, verzweifelte Eifersucht zum Beispiel zu machen. So, und mit der Verbindung, ungeklärte Anwesenheit, können wir nämlich machen,
dass er der Mörder ist. Liam Hurtleys Verhältnis mit Joseph Carey gibt ihnen ein Motiv für den Mord. Oder er ist unschuldig. Können wir immer noch machen. Wenn ich jetzt Mord mache, dann können wir ihn nämlich verknacken. Aber ich glaube, er ist nämlich unschuldig. Ich glaube nicht, dass er umgebracht hat. Dann passt das zwar hier nicht mit der verzweifelten Eifersucht. Ja, lassen wir erstmal. Lass mal erstmal mehr herausfinden. Weil ich glaube tatsächlich nicht, dass er ihn umgebracht hat. So Dingens. Weil das passt nämlich auch nicht mit der großen Kraft. Wir haben immer noch diese Sache große Kraft. Dass entweder jemand Starkes ihn umgebracht hat oder zwei Leute. Ich vermute inzwischen, es waren zwei Leute. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Am meisten Sinn macht er hier, ist ein Harpunier. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that Ich were habe schon wieder die found Beweise on the nicht tobacco durchgedickt. pouch. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Also wenn sein Tabakbeutel da gefunden wurde. We found Patrick Und er Cairns. ist Harpunier. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, Oh where he nein, does arm wrestles for money and Armdrücken-Minispiel. drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Ah, wir haben schon mal eine Herleitung. Der raucht nicht, aber... So. Jetzt haben wir Patrick Cairns überprüfen. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Natürlich. Jetzt müssen wir uns erstmal schminken und alles. So, wie sieht denn so ein Seemann aus? Seemann. Und jetzt schminken wir uns. Wie sieht denn ein Seemann aus? Hat das irgendwelche Namen, dass ich weiß, dass es ein Seemann ist? Aber wobei, ich mach mal hier nichts, weil ich glaube, Schminktisch ist einfach nur Now I can Kosmetik. approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Quasi Skins. Okay, jetzt gehen wir zur Kneipe. Wir sind ein Seemann. Oh, und da ist bestimmt ein Minispiel oder so. Ich fürchte Schlimmes. Ist doch der da sitzt, ne? Natürlich. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Oh nein. Betrachten Sie den Gesichtsausdruck von Patrick Cairns, um seine Aktion zu erkennen. Attackieren, verteidigen, warten. Und reagieren Sie dann entsprechend darauf. Achten Sie auf Ihre Ausdauer. Boah, so eine Scheiße. Gut, dass man die Minispiele überspringen kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Also im Gesichtsausdruck sehe ich jetzt nicht so viel, um ehrlich zu sein.
so bescheuert, dieses Minispiel. Ganz ehrlich, echt keinen Bock auf die Scheiße. Das ist ja total bescheuert. Man sieht ja überhaupt nichts am Gesichtsausdruck. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. So, erstmal schauen wir uns ihn jetzt an. Goldener Ohrring, typisch Seemann, ne? So sehen die Norweger auch alle aus, bestimmt. Billige Kleidung. Kräftige Arme, aha. Gelbe Fingernägel. Was heißen denn gelbe Fingernägel? Und Seemannstätowierung. Ich gebe auf den Bock. I've had enough. You're too strong. Come back later, when you can use your arms again. Ach, muss ich ihn mehrmals besiegen, oder was? Boah, dann überspringe ich die Scheiße. Das ist ja mal richtig dumm. Also diese Minispiele, wo du hier den Brief da entschlüsseln musst oder so, die sind ja logisch und lustig. Aber da erkennst du ja nichts. No problem with that. Ja, hier überspringen so eine Scheiße. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Jawohl. Quash und Bob. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Oh, nee, das ist ja Scheck. Ei. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Da habe ich jetzt alles, ne? Okay. Hätte ja sein können, dass irgendwas Neues. Nee. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. With Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger, we sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar, and violent too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she had foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Ja, das war der Vater von dem einen. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer.
Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Here it is. Ja. Also der Ermordete ist selber ein Mörder gewesen und hat den einen umgebracht. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. So, komm, jetzt wissen wir, der Beutel gehört zu ihm, logischerweise. Hier machen wir mal raus, harmloser Flirt. Weil dann ist er unschuldig. Tabakbeutel beweist die Schuld. Das beweist, dass er am Tatort war und auch der Täter ist. Das beweist aber nicht... Aber erstmal beweist das ja nur Besuch, ne? Wir wissen ja nicht, dass er schuldig ist, oder? Was ist, wenn wir Schuld machen? Aha, guck hier. Dann können wir ihn jetzt als Täter entlarven. Ich mach trotzdem erstmal, beweist erstmal nur Besuch. Vielleicht finden wir noch mehr heraus. Ich glaube trotzdem, der war das der eine da hier, der Harpunier. Untersuchen Sie... Achso, ich muss jetzt... Oh, ich muss jetzt hier was machen. Ah ja, stark. So, und ganz... Also ich glaube ja... Tabakbeutel beweist Besuch. Ja, ich glaube, er ist schuldig. Ne, die große Kraft passt halt echt gut. Es war kein Glückswurf. Dann wäre der Sohn das, die gestohlenen Wertpapiere passen. Mit der großen Kraft. Was ist, wenn ich hier auf Motiv mache und harmloser Fleur, und zweifelter Eifersucht. Ja, guck mal, wir können überhaupt nicht ihn quasi als Täter machen. Oder so? Nee. Nee, ich glaube, es ist so, wie wir es halt auch gemacht haben, ne? Upsala. Etwa ein harmloser Flirt. Der ist unschuldig. Und der Tabakbeutel beweist die Schuld, weil das passt dann hier alles mit der großen Kraft, mit den Wertpapieren, dass die anderen unschuldig sind. Der ist der Täter! So, Peter wurde Kansas Harpunier, sein Tabakbeutel. Keine Gnade oder machen wir Gnade? Aber es war kein Vorsätze. Er handelte in Notwehr gegen einen bewaffneten und betrunken aggressiven Seemann. War das Notwehr? Nee, das war 100% keine Notwehr. Weil, wenn der mit dem Messer angegriffen wird, so schnell kannst du doch keine Harpune nehmen und dann in den Magen rammen. Keine Gnade! Ja, gibt keine Gnade für uns. Für ihn. Wir prüfen mal gleich nach, ob das alles so richtig war. Ne, wollen wir gucken, wie wir uns angestellt haben. Am nächsten Tag.
If you wouldn't mind, Mr. Holmes, could you explain it to me? As I informed you on our way here, Patrick Cairns is the murderer of Black Peter. Why bring me here? Wouldn't it be better if we were out looking for him? That would be futile, as he will be with us in approximately 12 seconds. Oh, well, if this is your idea of humour... No, I just heard the front door. Prepare yourself. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard? That means... It means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap? You think you can take me? Here now. We'll have none of that. And I say that we Ui. will. Jetzt wird er aber hier aggressiv. Oh, nicht überspringen. Prügeln kann ich. Quicktime-Events kann ich. Easy Snack. Lestrade, are you all right? Are you able to stand? Oh, my jaw. Guck, wie stark der ist, He der took me olle by Harpunier, surprise, der war Mr. da. Holmes. Otherwise, you would have seen what I'm capable of. Oh. Yes, he was lucky. Yeah, but you got him. It was remarkably easy. He lost his balance after he struck you. And you practice boxing, I know. You must have hit him hard. Our fellow is knocked out. We should call for a police cab and then take you to the hospital. Yes, well, no need for a hospital. I would prefer to keep this between us. You know. Of course, Inspector. The case is closed. So, Peter Carey wurde von Patrick Cairns ermordet, einem Harpunier, und damit der einzige, der solch einen genauen und kräftigen Wurf bewerkstelligen konnte. Sein Tabakbeutel wurde in Carys Hütte gefunden, er ist ein kaltblütiger Mörder und sie haben entschieden, keinerlei Gnade verdient. Halten, um Entscheidungen zu überprüfen. Guck mal, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben alle Hinweise gefunden. Er ist auch der Täter. Wir sagen keine Gnade und bestätigen das. Ja, wir bestätigen das. Wie sieht die Fallstatistik aus? Ja, gibt es da ein Ergebnis? Nö, anscheinend nicht. So, das Rätsel auf den Gleisen, daran erinnere ich mich nicht an die Lösung, aber ich weiß, das war das Rätsel, was ich falsch gemacht habe. So, und ich gehe jetzt Hauptmenü, weil ich schaue jetzt Dortmund und so ein Fall dauert ja 2 Stunden, das schaffe ich jetzt nicht. Ich will den Fall nämlich nicht mittendrin abbrechen. Von daher, ja, das Spiel, Gott sei Dank weiß ich die Falllösung nicht mehr, dann macht es Spaß. Von daher, bis irgendwie morgen oder so. Ich werde dann wahrscheinlich nur lexen, weil ich morgen einen langen Tag habe. Von daher, haut rein. Bye, bye.